des Schwarzmagiers und zur letzten Folge als Lalafell, denn die Umfrage ist schon in vollem Gange. Momentan wird gerade der Miqo'te noch ein bisschen favorisiert, aber wenn ihr nicht wollt, dass ich ab sofort in Endwalker Miqo'te spiele, einfach bei der Abstimmung auf meinen Community-Tab mitmachen. Ansonsten sage ich Lalai, es ist Zeit für die letzte Quest. Koexistenz von Schwarz und Weiß. Lalai hat erneut Besuch und hat dir eine neue Entwicklung mitzuteilen. Das trifft sich hervorragend, dass du hier bist, Schwarzmagierin Tara. Ich hatte vorhin Besuch von, naja, du ahnst es wahrscheinlich schon, Zahai Neala. Entschuldigung. Wenn ich seinen Namen sage, kriege ich immer so eine Allergie. Er hat sich allerdings nur ein kurzes Stelldichein eingegeben. Er ließ mich nur kurz wissen, dass er das geheime versteckte Abtrünnigen gefunden hat und ist dann gleich wieder von dann gezogen. Ich habe fast die Befürchtung, dass er wieder eine Dummheit begeht und sich allein dorthin wagt. Vielleicht baut er darauf, dass sie nach all den Schlägen, die sie schon hinnehmen mussten, geschwächt sind. Aber dennoch, ich frage mich, ob er die Lektion von neulich tatsächlich schon wieder vergessen hat. Ich bin jeweils dafür, dass wir uns auch für einen Kampf wappnen und ebenfalls dieses Versteck aufsuchen. Laut Zahai Neala befindet sich beim Feuerwall. Ich würde sagen, wir treffen uns dort und planen dann unsere weitere Vorgehensweise. Okay, auf zum Feuerwall. Ui, bist du aber groß. Okay, auf zum Feuerwall. Also hier am Feuerwall sollen sie sich also versteckt haben? Na gut, dann gucken wir mal. Lalai? Keine Spur bisher von Zahai Neala. Oder wie auch immer der heißen mag. Er wird noch nicht etwa bereits in sein Verderben gerannt und getötet worden sein. Aber selbst wenn, ein Rückzug kommt für uns jetzt auch nicht mehr in Frage. Baldi versteckt sich bestimmt irgendwo im hintersten Winkel. Ich hoffe, du bist bereit für alles, was da kommen mag. Ja, wir sind bereit. Wir sind bereit geboren worden. Kämpfe dich in die Tiefen des Firewalls vor, okay. Auf zum versteckten Abtrünnigen. Und jetzt soll alles, volle Konzentration voraus. Okay, da vorne sind auf alle Fälle schon mal Abtrünnige. Ich hoffe, wir haben einen Heiler hier irgendwo in der Nähe. So, immer schön drauf mit den Feuerbällen. Hey, ich mache da gar keinen Schaden. Doch, jetzt mal. Also, wahrscheinlich hackt das heute ein bisschen. Ich mache aber heute echt nicht viel Schaden. Ach, komm. Wo bleibt denn all der schöne Schaden hin? Wo bleibt denn all der schöne Schaden hin? So, den hat's erledigt. Jetzt brezeln wir die anderen beiden weg. So, einmal ein Blitzrad drauf. Und damit ist der auch Geschichte. Und jetzt noch den anderen Brandmagier. Hoffentlich gibt es keine Eismagier. Was mache ich sonst? Rotmagier, Brandmagier, Blaumagier. Ach Gott, irgendwann blickt man da auch nicht mehr durch. So, das sind die nächsten. Erstmal ein Dot. Jetzt tun wir den Brandmagier mal ein bisschen vereisen hier. 0 Schaden. Na, das kommt ja gut. Wahrscheinlich haben die alle ein Magieschild. So, dann halt ein bisschen Feuer, wenn Eis 0 Schaden macht. Jetzt markier den noch mal. Okay, und let's go. Und der nächste. Komm. Also man bewegt sich halt wirklich nicht viel als Schwarzmagier. Das ist halt echt das Problem. Der Schwarzmagier ist der Couch Potato unter den Final Fantasy 14 Jobs. So würde ich das definieren. Möglichst wenig bewegen. Und ich glaube, die Aufzeichnung leckt ein bisschen. Vielleicht ist es auch die Vorbereitung auf den kommenden Patch. Ich hoffe es nicht.
Oder wir treffen einfach nicht gut. So, der wäre auch vernichtet. Und wieder ein Vollgar drauf. Ich mache heute echt keinen Schaden. Und das ist etwas, was ein Schwarzmagier nie hören will. Ich mache keinen Schaden. So. Allerdings, die Brandmagier machen auch nicht wirklich viel Schaden, also sind wir eigentlich quitt. Ah, wir haben Waldefe gefunden. Oder Waldklefe? Waldefe? Waldefe! Sieh es endlich doch ein! Komm zur Vernunft! Deine Anhänger und Gefährten sind alle besiegt! Und auch für dich gibt es keinen Ausweg mehr! Ich brauche keinen Ausweg. Ich habe schließlich nicht vor zu fliehen. Kann ich das auch? Ja, haha! Die Energie, die ich für meine Beschwörung brauche, habe ich längst aufgebraucht. Damit werden sie sich alle um mich scharen und mir huldigen. Bist du jetzt ein Beschwörer? Ich dachte, du bist ein Schwarzmagier. Egal. Ich habe es übrigens durchaus eingesehen. Meine Kraft hat noch nicht ausgereicht. Aber wenn es mir jetzt gelingt, mir diesen Nichtsgesandten zu unterwerfen, werden mich ganze Völker preisen, mich beneiden und sich im Maßen um mich scharen. Im Massen, Entschuldigung. Sieh doch nur, dieses riesige Nichtsportal. Er hat wirklich vor, daraus einen Nichtsgesandten zu beschwören. Oh, mich juckt schon wieder, weil der Typ da in der Nähe ist. Hör auf, tu das nicht. Ein Nichtsgesandter aus einem Portal dieser Größe kannst du nie und nimmer kontrollieren. Nichtsgesandter Bahagest, der du der Welt der Dunkelheit wohnst, höre mich an, folge meinen Ruf und zeige dich. Dich kenne ich doch, dich habe ich doch schon mehrmals platt gemacht. So wird sich das Blatt wenden. Ihr zwei lächerlichen Gestalten seid kein Gegner mehr, die diese Bezeichnung überhaupt verdienen. Die beiden sind aber nicht zu zweit. Denn jetzt sind wir zu dritt, Waldefe. Mich gibt es auch noch und ich bin ebenfalls hier, um deinen Plan zu vereiteln. Und da kommt die Kavallerie. Sayhanella, ich wusste doch, dass meine Nase juckt. Wo hast du dich denn die ganze Zeit bloß versteckt? Dein größer Wahn scheint dich blind gemacht zu haben für die Dinge um dich herum. Du hast jegliche Vernunft abgelegt und bist von den redlichen Fäden abgekommen. Mit unserem Mitleid wirst du jedenfalls nicht rechnen können. Und Waldefe, du bist noch viel schlimmer als Eisenseele. Solltest du besser aufgeben, Karl. Wir sind hier, um das Ende zu bereiten, deinem Plan. Genau. Wir sind alle hier, um zusammen gegen dich zu kämpfen. Verzeiht, dass wir euch so lange warten haben lassen, aber wie es scheint, kommen wir gerade noch rechtzeitig. Okay, jetzt ist wenigstens jemand da, der mich heilen kann. Na, wartet. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, ihr verdammtes Gewürm. Bahagest, steh da nicht einfach nur herum. Mach Gebrauch von deiner Kraft und jag diese Kreaturen hinfort. Oh, ich glaube, erst frisst er den. Nicht mich, die da drüben. Tja, jetzt brauchen wir uns auch nicht mehr sorgen, ob der Waldefe, Waldef oder wie auch immer heißen mag, von dem eigens heraufbeschworenen Nichtgesandten niedergestreckt zu werden. Pff, auf gewisser Weise einfach nur traurig. Aber das geschieht ihm recht. Mit einer solchen Beschwörung hat er sich schlicht und einfach übernommen. Dann wollen wir den Nichtsgesandten mal aus dem Weg räumen. Bleibt uns ja nichts anderes übrig.
Auf sie mit Gebrüll! So, dann machen wir uns wieder ans Werk. Erstmal hier natürlich gleich mal. Ja, den machen wir einfach einen ganz simplen Tank and Spank, würde ich sagen. Also großartig ist da jetzt noch nichts dahinter. Immer schön den Blitz oben halten. Ah, da kommt die Kavallerie. Okay, jetzt wird ein Schuh raus, was den Kampf ein bisschen eindrucksvoller macht. Erstmal den planaren Riss hier stoppen. Ich glaube, da kriege ich immer Nachschub wahrscheinlich. So, der planare Riss ist gleich zu. Komm schon. Okay, da ist der planare Riss zu und jetzt hier die beiden. Einer noch. Und der hier auch. Und weg bist du. So, jetzt können wir uns wieder auf den Großen hier konzentrieren. Denk mal, da ist kein anderer, oder? Nein. Gut. Immer schön auf den Großen. Habt ihr das gesehen? Ihm ist ein Kopf gewachsen. Jetzt ist das ist der höchste Vorsicht geboten. Wir können den Kopf auch angreifen, okay. Wahrscheinlich, theoretisch müsste ihm noch irgendwas wachsen demnächst. Der ist ja fast wie die Chimäre, die wir öfters besiegt haben. Erstmal den Kopf runterknappen. Ups, da werde ich irgendwie angegriffen. Da gehen wir mal zur Seite. Ah, okay. Da ist eine Kugel, die uns verfolgt. Gut zu wissen. Und wir gehen weiter auf den Kopf des Donners. Der Donnerkopf ist auch gleich Geschichte. Und weiter mit dem eigentlichen Dämon. Das könnte ungemütlich werden. So, jetzt noch weiter hier. Okay, aber der hat auch nur noch 20%. Das reicht vollkommen aus für einen kleinen Tank and Spank. So, die Leihlinien wieder hergecastet. Ach, gerade wenn man sich in den Leihlinien wohlfühlt. Ups. Da ist noch ein Spot, wo ich nicht eingefroren werde, glaube ich. So, 2%.
Und wieder. So, 0,1 und das war's. Spielinhalt beendet. Den haben wir besiegt. Pah, war doch gelacht. Da, 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 da. Oder so ähnlich. Ich muss schon sagen, du bist aber auch wirklich genau im richtigen Moment aufgetaucht. Danke, dank dir kommen wir den Nichtsgesandten gut Herr werden. Dann gib's zu, du dachtest doch, ich würde mich wieder allein in diesen Kampf stürzen, oder? Ich mag ein Narr sein, aber nicht nah genug, denselben Fehler zweimal zu begehen. Oh, oh, sinnlose Gewalt? Nein, sinnlose Heilung, verdammt. Deine heilende Kräfte? Aber warum? Der Tod ist viel zu gut für dich. Du wirst deiner Schuld Leben sühnen. Das ist mein Urteil als Druide, dass ich über dich spreche. Ja, Folter. Folter ist viel besser. Tara, Lalai, ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Sobald ich Waldife in den Kerker verfrachtet habe, komme ich nochmal zur Milvantel-Kapelle. Ich möchte auf jeden Fall Gelegenheit haben, euch noch einmal in aller Ruhe für eure Hilfe zu danken. Ja, danke, danke. So, das war ja dann geschafft, oder? Tja, dann kämen wir wohl auch besser zurück zur Kapelle. Ein offizielles Dankeschön von Zahin Nila, das wollen wir doch auf keinen Fall verpassen. Aber du kannst natürlich auch eine Gelegenheit nutzen, in alten Freundschaften noch ein wenig mit Kazak, Char und den anderen zu plaudern. Ich mache mich aber schon mal auf den Weg. Wir sehen uns dann bei der Kapelle. Ja, dann, wenn die schon mal da sind, dann reden wir doch noch mal mit den Jungs. Jungs, wo seid ihr denn? Die sind gar nicht... Ah ne, ich muss dir den reden, aber wo sind die? Karte? Ich glaube, ich gucke da einfach hier auf die normale Karte drauf. Also einer ist da versteckt. Und die anderen sind irgendwo anders. Gut, dann... Oder sind die alle da? Ah, die sind alle da in der Höhle. Okay, dann setzen wir uns da einfach mal schnell hin und reden mit denen. Bis gleich. So, da sind die 3 schwere Nöter. Fangen wir mal mit Dasa an. Wir haben gemeinsam gekämpft und das war kein leichtes. Aber es hat eine Menge Spaß gemacht. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit dir, Tara. Irgendwann, irgendwo. Tschüsschen, Daza. So, da soll Melok. Ich bin auch mehr als zufrieden, K. Die Bösen, die missbrauchen schwarze Magie, sind keine Gefahr mehr. Kehre ich nun auch nach Hause zurück, sind wir jetzt immerhin quitt, meine Liebe. Und damit ist er auch. Kazak, ich denke mal, du wirst hier bleiben, oder? Jemand einer Strafe aufzuerlegen heißt, sich um ihn und sein Wohlergehen zu kümmern. Ich bin mit dem Ausgang durchaus zufrieden. Tara, meine Liebe, auch wenn wir nun wieder jeden unseren eigenen Wege gehen, das Band, das uns verbindet, wird stets bestehen bleiben. Bis zu jenem Tag in der Zukunft, an dem wir uns alle wiedersehen. Das wird wahrscheinlich in der nächsten Storyquest sein. Wir werden es sehen. So, Lalai, was hast du uns zu sagen? Verzeiht, ich hoffe, ich habe euch nicht zu lange warten lassen, aber Waldefe ist nun in seinem Kerker, wo er hingehört. Der Rat der Saatseher und die Gebieter werden ihn schon angemessen bestrafen. Tara, ich danke dir. Ich danke dir für deine ausdauernde und unermüdliche Hilfe und verzeihe, dass ich je an dir gezweifelt habe. Was dich angeht, naja. Und Lalai, sieh, was ich hier habe, das Buch von Tal.
dass ich Waldife abgenommen habe. Das solltest natürlich du bekommen. Wirklich? Bist du dir sicher, dass du das mir überlassen willst? Wir reden hier über ein Grimoire, das gefüllt ist mit dem Wissen über die Kräfte der Zerstörung, die du so sehr verabscheust. Ich weiß ja nicht, was diese Kräfte per se böse. Ich weiß ja, dass diese Kräfte nicht per se böse sind. Ihr habt mir gezeigt, wie wichtig es ist zu lernen, sie richtig und vor allem auch für den rechten Zweck einzusetzen. Dennoch, ich bin und bleibe natürlich ein Druide. Jemand, der diese Kräfte in böser Absicht einsetzt, werde ich selbstverständlich auch in Zukunft nicht einfach gewähren lassen. Auch wenn ihr derjenige sein solltet. Ihr habt euch mein Vertrauen redlich verdient, aber solltet ihr euch irgendwann dazu verleiten lassen, eure Kräfte für unlautere Dinge einzusetzen, werde ich selbst euch gegenüber keine Gnade kennen. Redlichkeit ist wohl wirklich dein zweiter Vorname, was? Ja, sei Redlichkeit Nela. So bin ich nun mal. Vergesst bitte nicht, dass eure schwarze Magie eigentlich verboten und tabu ist. Naja, wenn es doch nur mehr Leute geben würde wie euch, die diese Kräfte für das Gute einsetzen, dann würden die Kräfte der Zerstörung und der Heilung vielerorts noch viel mehr Hand in Hand gehen. Nun ja, ich bin wenigstens guter Hoffnung, was das betrifft. So, was kriege ich jetzt hier noch? Goethe-Ausrüstungsset und Feuka. Du führst eine feuerbasierte magische Attacke aus. Attackwert, okay. So, damit endet die Schwarzmagier-Auftragsreihe von Final Fantasy XIV Heavensward. Um die nächste Auftragsreihe zu beginnen, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein. Natürlich erstmal die Spielerlizenz für Stormblood habe ich und Anlass einen mutigen Schrittes ist auch abgeschlossen. Allerdings werden wir die Geschichte des Schwarzmagiers erst in weit später Ferne weiterschreiben, denn jetzt kommen erstmal die Geschichten rund um Endwalker. Nicht wundern, es wird zu Endwalker endlich mal ein neues Thumbnail geben. Da bin ich gerade am Arbeiten, deshalb nicht wundern, wenn die ein bisschen anders diesmal aussehen. Das ist trotzdem die alte Tara. Neu im Gewand, denn sie wird ja einem neuen Volk angehören, aber immer noch die alte. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt und vielen Dank an meine Kanalmitglieder. Ganz besonderen Dank natürlich an meine Ehrenmitglieder Joja Neidblum, Neggi Magister und Klingone23. Danke euch und danke an alle anderen, dass ihr mich jeden Monat aufs Neue unterstützt. Das hilft, diesen Kanal am Laufen zu halten, Streams für euch zu machen und ja, dass ich ein kleines bisschen hier Unabhängigkeit mit dem ganzen Let's Play-Projekt hier und mir immer wieder neue Technik gönnen kann. Danke für euch. Und das war's jetzt nun endgültig. Damit lege ich die Let's Play-Reihe rund um Shadowbringers endgültig zu Grabe. Oder besser gesagt, wir bereiten den Weg jetzt für Endwalker vor. Bis zur nächsten Folge. Ich sage danke und ciao, ciao.